Spätestens bei der Diskussion um Artikel 13 oder Fridays for Future hat sich gezeigt, hey, junge Menschen sind vielleicht gar nicht so uninteressiert an politischen Themen, wie oft behauptet wird. Dagegen spricht aber leider die Wahlbeteiligung von jungen Menschen bei der letzten Europawahl. Die war bei 21- bis 24-Jährigen mit 35,3% am geringsten von allen. Bald ist wieder Europawahl. Und da stellt sich die offensichtliche Frage: Was macht diese Europäische Union eigentlich so für mich und generell? Na, sie kümmert sich zum Beispiel darum, dass du deinen Streamingdienst oder deine Gaming-Plattform auch beim Urlaub in einem anderen EU-Land nutzen kannst. Sie hat außerdem die Roaming-Gebühren in allen EU-Ländern gestrichen. Und erst vor kurzem hat sie Einwegplastik ab 2021 verboten. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele. Zum Beispiel kostenlose Interrail-Tickets für Jugendliche, die Öko-Kennzeichnung von Lebensmitteln oder dass man sein Geld zurückbekommt, wenn man einen kaputten Fernseher in einem EU-Land kauft. Auch international ist die EU in unserem Auftrag unterwegs. Sie kappelt sich mit unseren Regierungspolitikern und schließt Verträge ab in unserem Namen auf der ganzen Welt. Das ist nur ein Bruchteil der Dinge, die unseren Alltag betreffen, die die EU mitgestaltet. Sicherlich auch viele Dinge, die euch wichtig sind. Trotzdem scheinen viele nicht zu wissen, wie genau das funktioniert und wer da dahinter steckt. Ihr hattet die Gelegenheit, mir auf Instagram Fragen zur Europawahl zu stellen und viele von euch wollten grundlegende Infos haben. Jetzt ist also der perfekte Zeitpunkt, um da nochmal zu klären, um was geht es hier eigentlich? Wen wählen wir und wie entstehen EU-Gesetze, die unseren Alltag beeinflussen? Die wichtigsten Infos zuerst. Die Wahl findet vom 23. bis zum 26. Mai in den EU-Mitgliedsländern statt. In Deutschland wird am 26. Mai gewählt. Dabei wählen wir die Abgeordneten des Europaparlaments. Das passiert alle 5 Jahre, zuletzt in 2014. Dabei bestimmen wir eigentlich nur über eine der 3 wichtigsten EU-Institutionen. Die anderen beiden sind der Europäische Rat und die Kommission, dazu später mehr. Wichtig ist erstmal, dass wir das Parlament wählen. Damit haben wir direkten Einfluss auf die Gestaltung der EU. Wir haben dafür genau eine Stimme. Nur eine. Es geht also um die Wahl, wer im EU-Parlament sitzt. Nur, wer steckt da eigentlich dahinter? Bei uns wählt man keine einzelnen Kandidatinnen oder Kandidaten, wie zum Beispiel in anderen EU-Ländern, sondern Listen. Die werden von den Parteien selbst zusammengestellt. Und auf den Listen stehen die Kandidaten in einer bestimmten Reihenfolge. Und die Anzahl der Stimmen entscheidet dann, wie viele Kandidaten anhand dieser festgelegten Reihenfolge ins EU-Parlament dürfen. Darf ich mal sehen? Ja, für dich reicht's. Du darfst auch. Sorry, ja, nicht genug Stimmen. Ja. Bei uns stehen 41 Parteien zur Wahl. Parteien aus anderen EU-Ländern kann man nicht wählen. Die Liste der deutschen Parteien findet ihr in der Beschreibung. Die Europawahl bietet besonders für kleinere Parteien eine Chance. Bei der Bundestagswahl müssen die Parteien ja mindestens 5% der Stimmen erreichen, um in den Bundestag einzuziehen. Bei unserer Europawahl gibt es diese Hürde nicht. Deswegen sitzen auch kleinere Parteien im EU-Parlament. Man könnte auch sagen, dass so jede Stimme ein bisschen wichtiger wird. Die Parteien, die wir ins Parlament schicken, sitzen da dann auch nicht alleine herum. Die gehören sogenannten europäischen Parteifamilien, auch Fraktionen genannt, an. Sprich, sie schließen sich mit politisch ähnlich denkenden Parteien aus anderen EU-Ländern zusammen. Die Linke gehört zum Beispiel zur konföderalen Fraktion der Vereinigten Europäischen Linke, Nordische Grüne Linke, kurz GUE-NGL oder Bündel, wie ich sie liebevoll nenne. Und die FDP gehört zur Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa, kurz ALDE. Wenn über Themen diskutiert oder neue Gesetze abgestimmt wird, sind Abgeordnete in ihren Entscheidungen frei. Sie können also auch Meinungen vertreten, die unabhängig von ihren Fraktionen sind. So tut sich je nach Thema eine unterschiedliche Gruppe zusammen aus Fürsprechern und Gegnern. Und tatsächlich stimmen einzelne Mitglieder von Parteien öfters unterschiedlich.
Gesehen haben wir das ja zum Beispiel bei Artikel 13. Da haben in ganz vielen Fraktionen einzelne Mitglieder dafür gestimmt und andere aber dagegen. Das bedeutet, dass einzelne Abgeordnete von vielleicht auch kleineren Fraktionen oder sogar fraktionslose ganz, ganz wichtig werden können und vielleicht sogar ausschlaggebend sein können für eine Abstimmung. Aber es stimmt natürlich auch, umso größer und einflussreicher eine Fraktion, umso einflussreicher sind auch ihre Abgeordneten. Die größte europäische Parteienfamilie darf außerdem den zukünftigen EU-Kommissionspräsident oder die EU-Kommissionspräsidentin vorschlagen. Das bedeutet, dass unsere Wahl auch indirekt die EU-Kommission beeinflusst. Dazu später mehr. Beim letzten Mal war das übrigens dieser Mann, Jean-Claude Juncker von der Europäischen Volkspartei, kurz EVP. Ich habe euch die diesjährigen Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen auch nochmal unten alle verlinkt. Wir sind in Deutschland übrigens auch ziemlich einflussreich, weil die Anzahl der Sitze anhand der Einwohnerzahl vergeben werden. Und Deutschland ist das bevölkerungsreichste Land der EU. Wir haben deswegen aktuell 96 von 751 Sitzen. Spanien hat 54, Österreich 18 und Luxemburg 6. Okay, jetzt wissen wir, was gewählt wird und wer gewählt wird, aber viele sind sich auch unsicher, wie die EU und das Parlament denn überhaupt zu ihren Entscheidungen gelangen. Wie gelangt denn die EU und das EU-Parlament überhaupt zu ihren Entscheidungen? Das will ich doch gerade erklären. Es gibt, wie gesagt, 3 Institutionen oder Kräfte. Die Kommission, der Rat und das Parlament. Und alle 3 Institutionen sind zusammen für die Gesetze der EU zuständig. Die Europäische Kommission meint zum einen die Verwaltung der EU mit etwa 25.000 Angestellten. Sie bezeichnet aber auch die abgesandten Kommissare. Die werden von den jeweiligen Landesregierungen bestimmt, vertreten aber nicht die Interessen ihrer Heimatländer, sondern die der EU und kümmern sich zum Beispiel um Verstöße, erarbeiten Verbesserungen und sind die einzigen, die neue Gesetze vorschlagen dürfen. Der Europäische Rat besteht aus den jeweiligen Fachministerinnen und Fachministern, die auch von den 28 Mitgliedsländern gesandt werden. Je nach Thema und nach Kompetenz treffen die sich in unterschiedlichen Gruppen, zum Beispiel zum Thema Außenpolitik oder zum Thema Umwelt und entscheiden dann über die Gesetzesvorschläge. Das Europäische Parlament hat dann die Macht, diese Gesetze zu gestalten oder auch komplett zu blockieren. Das Parlament kann zwar ohne die Zustimmung des Rates keine Gesetze erlassen, aber umgekehrt muss auch jedes Gesetz vom Europäischen Parlament mitgestaltet und abgesegnet werden. Und genau die Zusammensetzung dieses Parlaments, das bestimmen wir jetzt bei der Wahl. Viele geben gerade bei unbeliebten Entscheidungen ja gerne mal der EU die Schuld. Ich glaube, man sieht aber, wie die nationalen Regierungen durch ihre Leute im Rat und in der Kommission doch ein bisschen mehr Einfluss haben, als viele vielleicht denken. Doch auch wenn der Rat Gesetze maßgeblich beeinflusst, ist das Parlament entscheidend dafür, welche Gesetze durchkommen und wie die aussehen. Für die Wahl bedeutet das also, die Politiker und die Politikerinnen, die wir jetzt ins Parlament wählen, entscheiden, welche Gesetze entschieden werden, wie die aussehen und welche halt eben nicht. Damit die EU aber auch eure Interessen vertritt, müsst ihr unbedingt jetzt am 26. Mai wählen gehen. Das darf man, grob gesagt, wenn man EU-Bürger ist und über 18. Gerade wir junge Menschen haben am meisten Lebenszeit als EU-Bürger und Bürgerinnen vor uns. Die Entscheidungen, die die EU jetzt trifft, treffen uns am tiefsten und am längsten. Deswegen informiert euch, das könnt ihr, indem ihr die Wahlprogramme der Parteien lest, sind unten verlinkt, oder indem ihr den Wahlomat ausprobiert. Der bietet wie bei jeder Wahl eine gute Übersicht und zeigt euch, welche Parteien euch mit euren Interessen oder euren Überzeugungen und Positionen am nächsten stehen. In der Beschreibung findet ihr außerdem weiteres Infomaterial, auch weitere Videos von mir zu dem Thema. Und schreibt mal in die Kommentare, welche konkreten Fragen zur Europawahl ihr vielleicht noch habt.